Hi Leute, wir reduzieren heute die Motorleistung einer Suoron von 45 km/h auf wahlweise 25 oder 20 Stundenkilometer. 20 Stundenkilometer deswegen, weil Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometer im Straßenverkehr helmbefreit sind. Sollte also der Wunsch bestehen, dieses Fahrzeug ohne Helm zu fahren, bieten wir den entsprechenden Umbausatz an. So sieht das Drosselset aus. Das besteht einmal aus dieser elektronischen Einheit, die bauen wir gleich ein, und diesem mechanischen Gaswegbegrenzer, den installieren wir jetzt als erstes. Wir lösen die beiden Imbusschrauben, die diesen vorderen Teil der Gasgriffschale zusammenhalten. Die eine Hälfte der Gasgriffschale lässt sich jetzt so nach oben abheben und die legen wir erstmal zur Seite. Der Begrenzer wird jetzt so mit der spitzen Seite nach unten hier einfach so eingelegt. Die Griffschale wieder ansetzen und verschrauben. Und wenn das Ganze erledigt ist, ist deutlich erkennbar, wie sehr der Gasweg begrenzt ist. Das war der erste Teil der Drossel, wir bauen jetzt die Elektronikbox ein. Der zweite Teil der Drossel ist jetzt dieses elektronische Modul. Das wird hier unten in den vorhandenen Kabelbaum integriert. Und um den erreichen zu können, müssen wir jetzt als allererstes 4 Schrauben lösen, die diesen Unterfahrschutz hier fixieren. Wir sehen jetzt hier die Bordelektronik. Das hier ist der Antriebsmotor und der wird angesteuert über einen Potentiometer. Der sitzt hier vorne und zwar auf der linken Seite in Fahrtrichtung, direkt hinter dieser Plastikverkleidung. Man kann das leicht erkennen, weil genau hier der Gaszug ankommt, und wenn man oben am Gasgriff dreht, dann bewegt sich hier unten diese Regelscheibe. An dieser schwarzen Box, wo der Gaszug ankommt, kommt dieser Stecker hier an, und zwar genau der. Es gibt hier noch einen zweiten, das bitte nicht verwechseln. Also genau den, der hier aus dieser Steuerbox direkt in den Motor geht. Diesen Stecker lösen wir jetzt und setzen die von uns gelieferte Box einfach so dazwischen.
Damit ist die Drosselung jetzt im Grunde genommen vorgenommen. Das Steuermodul regelt die Geschwindigkeit jetzt auf die gewünschten 25 bzw. 20 Stundenkilometer herunter. In letzterem Fall wird auch oben ein etwas anderer Begrenzer eingelegt. Wir verstauen die Box jetzt einmal hier unten vernünftig und dann wird auch der Unterfahrschutz wieder angesetzt und festgeschraubt. Nach dem erfolgten Einbau des Gasgriffbegrenzers hier oben und der Elektronikbox hier unten geht's jetzt zusammen mit diesem Teilegutachten zu dem TÜV, der DEKRA oder einer anderen Prüforganisation und das Ganze kann bescheinigt werden. Wir wünschen allzeit gute Fahrt.